Es gibt diese englische Video auf YouTube mit fast 7 Millionen Aufrufen. Da zeigen sie, wie einfach man die Drehmaschine mit einem Laser ausrichtet. Sieht perfekt aus, aber schaut mal genau hin. Der Typ dreht das Backenfutter kein einziges Mal. Warum wohl? Weil der Teufel im Detail steckt. Wenn das Backenfutter auch nur ein Zehntel Millimeter Abweichung hat, eilt der Laserpunkt komplett in den Kreis. Das ist die YouTube-Lüge. Ich zeige euch jetzt die echte Realität an meiner Maschine und wie ich den Stahladapter dafür gebaut habe. Jetzt fange ich mit Adapter an. Zuerst messe ich Stahl ungefähr 75 mm ab. Das ist noch nicht entmaßt. Ich lasse bewusst etwas Zugabe, damit ich später beide Seiten sauber drehen kann. Am Ende soll der Adapter ungefähr 70 mm lang werden. Der hintere Teil bekommt 28 mm Durchmesser. Das wird der Spannerschaft für das Backenfutter. Vorne bleibt ein größerer Kopf stehen. Das ist der Übeltäter, eine Laserpatrone von AliExpress im Kaliber 7,62 x 39 mm. Die Gesamtlänge beträgt 38,9 mm. Hinten messe ich 11,3 mm Durchmesser, vorne an Spitze nur 8,3 mm. Und die gerade Führungsfläche vorne ist gerade einmal 5 mm lang. Dazwischen befindet sich nur ein Konus. Das Teil ist viel zu dünn, um es direkt in Backenfutter zu spannen. Wenn man so etwas einfach festklemmt, kann es schief sitzen und das Ergebnis verfälschen. Deshalb machen wir es anders. Nicht Kunststoff, nicht irgendeine dünne Hülse, sondern eine massive Stahladapter. Der Laser soll später nicht am Konus geklemmt werden. Genau dieser Konus muss frei bleiben. Die Führung soll nur vorne und hintere folgen. So kann der Lasermündung sauber und wiederholt genau sitzen. Und dann geht's auf die Drehmaschine. Ich habe zuerst nach fertiger Laserlösung gesucht, aber ehrlich gesagt hat mich nicht richtig überzeugt. Viele benutzen einfach Taschenlaser mit Schalter, mit Rauoberfläche oder mit Kunststoffhalter. Für eine schnelle Spielerei mag das funktionieren, aber für eine präzise Lösung an der Drehmaschine war mir das zu ungenau. Ich wollte etwas, das von Anfang an möglichst zentrisch aufgebaut ist. Dann habe ich zufällig diese Kaliberlaser gefunden. Da dachte ich sofort, wenn so ein Laser für ein Gewehr auf große Entfernung gedacht ist, dann musste er wenigstens einigermaßen gerade aufgebaut sein. Natürlich ist das kein Präzisionsprüfdorn, aber im Vergleich zu einem billigen Taschenlaser oder Kunststoffhalter war das für mich die bessere Ausgangsbasis. Genau deshalb habe ich ihn bestellt. Natürlich habe auch dieser Laser einen Nachteil. Er hat keine richtige Ein- und Ausschalter. Man muss hinter der Decke aufschrauben und die Batterie einlegen oder herausnehmen. Für den täglichen Ansatz wäre das unpraktisch. Aber für so eine Messhilfe, die man nicht jeden Tag benutzt, kann ich damit leben. Wichtig war für mich, der Laser muss möglichst gerade sitzen. Bei Bestellen wusste ich aber noch nicht, dass der Laser in der Mitte eine Konus hat. Erst als er angekommen ist und ich ihn vermessen habe, wurde klar, vorne klein, hinter groß und dazwischen König. Damit war die eigentliche Herausforderung da. Wie spanne ich so ein Teil, ohne es zu verdrücken? Und wie führe ich es so, dass der Laser später möglichst gerade sitzt? Ich hatte mehrere Ideen, aber am Ende bin ich bei einem massiven Stahlblock gelandet. Nicht weil es schon aussieht, sondern weil ich schon vermutet habe, dieser Adapter muss man wahrscheinlich bei jeder Einstellung mit der Messung kontrollieren. Dass der Laserpunkt später so stark eilt, wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber der Gedanke war von Anfang an da. Wenn ich schon teste, dann richtig, nicht wie im Video. Einspannen, rote Punkt zeigen, fertig. Falls jemand den Versuch selbst nachbauen möchte, den Laser, den ich hier verwende, werde ich unter dem Videobeschreibung verlinken. Das ist keine Werbung und auch keine Kaufempfehlung. Ich zeige euch nur genau den Laser, den ich für diesen Test verwendet habe. Dann könnt ihr selbst entscheiden, ob ich damit experimentieren möchte. Einfach ein Loch reinbohren? Nein, so funktioniert das hier nicht. Das Loch muss sauber verlüften, sonst sitzt der Laser später schief. Darum arbeite ich hier mit einer Stufentaktik. Zuerst bohre ich mit 6,5 mm komplett durch,
Damit habe ich eine saubere Führung für die weiteren Bearbeitungsschritte. Danach gehe ich von vorne mit dem 18 mm Bohren hinein, aber nicht komplett durch, sondern nur bis ungefähr 28 mm tiefer. Am Ende wird diese vordere Aufnahme auf etwa 20,5 mm erweitert und ungefähr 30 mm tief. Jetzt kommt der Teil, vor dem ich am meisten Respekt hatte. Das große Loch vorne ist nur die vorbereitet. Innen muss ich jetzt weiter auf Tiefe arbeiten. Bis etwa 30 mm brauche ich die große Aufnahme. Aber dahinter muss das Loch weitergehen, bis ungefähr 38 mm tiefer. Und dort brauche ich nur noch den kleinen Durchmesser für die vordere Führung von Laser, ungefähr 8,3 mm. Und genau hier wusste ich schon vorher, das wird nicht einfach. Bei meinem letzten Projekt mit dem Universaladapter für Diamantscheiben und Schleifsteine hatte ich genau solche Arbeiten schon gemacht. Dort musste ich viel schleifen, Werkzeuge anpassen und mich langsam an die Masse heraustasten. Dieses Video könnt ihr euch gerne auch anschauen, ich verlinke es unten in die Beschreibung. Deshalb wusste ich, auch bei diesem Laseradapter wird nicht einfach gebohrt und fertig. Für so ein kleines und tiefes Loch braucht man ein sehr dünnes und sehr scharfes Werkzeug. Das Problem ist, dort kann ich mit normalen Messmitteln praktisch nicht mehr messen. Deshalb habe ich mich zuerst am 8 mm Bohrer orientiert. Der Bohrer gibt mir die Richtung und die erste Kontrolle. Danach gehe ich nur noch ganz vorsichtig weiter. Nach jedem kleinen Arbeitsgang probiere ich den Laser direkt im Adapter. Nicht schätzen, nicht einfach weiter drehen, immer wieder testen. Denn wenn ich bei diesem kleinen Durchmesser zu viel wegnehme, ist das Teil verloren. Dann hat der Laser Spiel und dann kann ich vorne wieder anfangen. Man sieht die Tiefe fast nichts. Ich habe sogar mit der Taschenlampe versucht, etwas zu erkennen, aber irgendwann arbeitet man mehr nach Gefühl, nach Probieren und sogar nach Geräusch. Darum gehe ich hier ganz langsam vor. Lieber 10-mal probieren, aber nicht einmal zu viel Material wegnehmen. Denn diese kleine Führung entscheidet später, ob der Laser sauber sitzt oder ob der Punkt weiter mit Kreis läuft. Jetzt ist die vordere Seite endlich fertig. Damit ist die erste und schwierigste Führung geschafft. Jetzt drehe ich das Teil um. Auf die Seite wird später die Laserpatrone angesetzt. Auch hier reicht es nicht einfach irgendein Loch zu bohren. Die Massen müssen möglichst genau zum Laser passen. Deshalb bohre ich zuerst mit einem 7 mm Bohrer durch. Danach arbeite ich mit dem 9,5 mm Bohrer weiter vor. Hier ist dir vor allem die Tiefe entscheidet. Die Bohrung muss ungefähr 33,5 mm tief werden. Und am Ende muss das Maß möglichst genau zum hinteren Durchmesser der Laserpatrone passen. Dort habe ich etwa 11,3 mm gemessen. Nicht größer, nicht kleiner. Der Laser soll später leicht von Hand hineingehen. Aber er darf nicht wackeln, genau das ist der schwierige Teil. Ich arbeite hier nach dem gleichen Prinzip wie auf der Vorderseite. Nach fast jedem Arbeitsgang prüfe ich direkt mit dem Laserpatrone, immer wieder hinein, immer wieder kontrollieren. Das ist mühsam und es dauert deutlich länger als viele denken. Aber genau hier investiere ich Zeit in die Genauigkeit. Wenn ich hier nur ein paar Hundertstel zu viel wegnehme, bekomme ich Spiel und Spiel bedeutet später Ungenauigkeit. Genau deshalb arbeite ich lieber langsamer. Bei solcher Arbeit gewinnt nicht der Schnellste, sondern der Geduldigste. Je weiter ich in die Tiefe komme, desto schwieriger wird die Kontrolle. Man sieht kaum noch etwas, man misst ständig nach. Und trotzdem bleibt immer die Frage, passt er wirklich oder fehlt noch ein kleines Stück? Deshalb verlasse ich mich nicht nur auf die Messung. Am Ende entscheidet die Laserpatrone selbst. Wenn sie leicht von Hand hereingeht, sauber geführt wird und kein spürbares Spiel hat, dann habe ich mein Ziel erreicht. Genau diesen Moment wollte ich erreichen. Nicht festklemmen, nicht hineinpressen, sondern eine saubere Passung. Und nach vielen kleinen Arbeitsgängen ist es endlich soweit. Die Patrone sitzt, leicht schiebbar. Ich will den Adapter nicht einfach roh lassen. Wenn ich schon so viel Arbeit in die Genauigkeit gesteckt habe, soll die Oberfläche auch ordentlich aussehen. Deshalb schleife ich jetzt Schritt für Schritt feiner
nicht aggressiv, nur so viel, dass die Drehspuren verschwinden. Am Ende gehe ich bis Körner 800, mehr mache ich hier gar nicht. Kein Polierpass, kein Hochglanzpolitur, nicht sauber geschliffen. Nur trotzdem sieht man es schon. Die Oberfläche wird richtig glatt und bekommt einen schönen Metallglanz. Genauso wollte ich das haben. Technisch ist Passung wichtig, aber für Video und für fertige Teile zählt natürlich auch der erste Eindruck. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Zum ersten Mal setze ich die Laserpatrone in den fertigen Adapter ein, Batterie hinein, Deckel drauf. Und dann schauen wir, ob die ganze Arbeit überhaupt etwas gebracht hat. Ich prüfe die Patrone dabei nicht nur einmal. Ich drehe die Patrone immer wieder im Adapter und kontrolliere, ob sich etwas verändert. Das sieht man im Video nicht jedes Mal, aber genau so habe ich überprüft, ob der Laser sauber sitzt. Als erstes richte ich den Adapter mit dem Messuhr aus, so gut es mit dieser Backenfutter eben möglich ist. Am Ende komme ich auf ungefähr 0,01 bis 0,02 mm Rundlauf. Perfekt ist das nicht, aber deutlich besser als die fast 0,1 mm, die ich bei erster Entspannung hatte. Und genau hier sieht man den Unterschied zur YouTube-Version. Dort wird einfach eingespannt und der Laserpunkt gezeigt. Ich wollte wissen, was wirklich passiert. Deshalb habe ich zuerst mit dem Messuhr kontrolliert und erst danach den Laser benutzt. Jetzt richte ich den Reißstock bzw. die Pinole über den Laser aus. Dabei bewege ich die Pinole nicht einfach nur auf einen festen Punkt und drehe gleichzeitig immer wieder die Hauptspinden von Hand durch. Genau wollte ich ja überprüfen, bleibt der Laserpunkt an der gleichen Stelle oder wandert beim Drehen. Nur wenn der Punkt bei Drehen möglich steht bleiben, kann man überhaupt sinnvoll ausrichten. Genau so habe ich die Pinole angestellt, nicht auf einen einzelnen Punkt, sondern auf die tatsächliche Achse der Spindel. Genau dafür hatte ich die ganze Konstruktion überhaupt gebaut und tatsächlich funktioniert das. Mein Experiment hat aber auch noch etwas anderes gezeigt. Das große Problem ist nicht der Laser, das große Problem ist das Backenfutter. Solange das Futter Rundlauffehler hat, wird das auch der Laser niemals perfekt laufen. Deshalb müssen die Backen an meiner Maschine sowieso noch geschliffen werden. Von allem an der kleinen Böhme. Dort sieht man den Fehler besonders deutlich. Wenn ich die maximale Genauigkeit erreichen wollte, würde ich den Adapter heute anders bauen. Dann würde ich ihn direkt für eine Morsekegel anfertigen. Das wäre die sauberste Lösung überhaupt. Direkt in den Spindel. Ohne Backenfutter, ohne Umspannen, ohne zusätzliche Rundlauffehler. Der Aufwand bei Bau wäre deutlich größer, aber die Genauigkeit wäre noch einmal besser. Trotzdem hat dieser Adapter bereits gezeigt, was ich wissen wollte. Für das Ausrichten von Reißstocken, Werkzeugen oder später sogar für Arbeit an meiner Fräseinrichtung kann diese Methode sehr hilfreich sein. Genau dafür würde ich den Adapter in Zukunft verwenden. Und jetzt interessiert mich natürlich eure Meinung. Habt ihr auch schon einmal eine Laser an der Drehmaschine gearbeitet oder würde ich direkt die Mörserkegel-Version bauen? Schreibt es unten in die Kommentare. Und zum Schluss kontrolliere ich das Ergebnis noch einmal mit einer der ältesten Methoden überhaupt. 2 Spitzen, ein dünnes Blech dazwischen und schaue durch das an. Das Blech steht gerade. Das Ergebnis stimmt also. Bis zum nächsten Mal im Werkstatt Vitali.